Eine sternenklare Nacht. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem JMO und Persona 5 Strikers. Ja, ich bin wieder zurück. Ich bin, wie ihr vielleicht hört, ein bisschen noch immer angeschlagen. Ich habe ja gesagt, dass ich irgendwie keine Zeit habe. Jetzt bin ich schon wieder irgendwie ein bisschen krank. Aber ansonsten geht es mir gut. Ja, wir sind jetzt hier wieder, nachdem wir den Schatten bekämpft haben von Natsume. Und jetzt sind wir eigentlich in der Vorbereitung, hier schon wieder zu verschwinden. Deswegen sind wir jetzt im Oberpark und Morgana sagt, mehr können wir nicht tun. Wir sollten beim Versteck warten, bis Zenkichi sich meldet. Und das werden wir wahrscheinlich auch gleich machen, weil großartig einkaufen müssen wir jetzt nicht. Ich habe vorhin noch ein paar Zutaten gekauft, aber ansonsten ist alles eigentlich relativ schick. Deswegen steigen wir mal in den Wagen. Nach einiger Zeit kam Zenkichi dazu. Der hatte ja Natsume hatte ja gestanden und berichtet, deswegen ist das jetzt das Ergebnis von seinem Geständnis, beziehungsweise dem Bericht, den er der Polizei gegeben hat. So once people friended him through Emma, they'd become his fans. It's just like what Alice said. And Natsume's smartphone worked the same as Alice's too. There wasn't anything off about the Emma app or the phone itself. So we got nothing again? I didn't say that. Just like before, there were traces of someone snooping around in there. For real? Genau wie bei Alice. Hatte Natsume auch einen Stalker? Was hat das alles zu bedeuten? Ja, ich sag immer genau wie bei Alice, weil es war ja genau wie bei Alice. You're talking about how Alice's smartphone was being monitored by someone, right? Genau. So the same occurred with Natsume's phone as well? Well, any idea who it is? Madicce. Sorry, I got nothing. All I found were traces. So Alice and Natsume were being watched by someone. Yeah. Hey, Zenkichi, did the police know about that? No. The only reason we know this guy exists is because Sakura sifted through Alice's smartphone. Okay. So aside from the fact that they both used Emma, this mystery observer is the only thing linking Alice and Natsume together. If the police didn't know that, why would they assume these two cases are related? Hat sie das überhaupt? Well, these are some very peculiar cases. But mainly, it boils down to the nature of the crimes and the timing. The timing? All of the change of heart incidents occurred at roughly the same time, that being within the last 3 months. Didn't I tell you? 3 months ago is around when Emma was released. Well, Emma is being used to perpetrate the crimes, so that makes sense. Es braucht jemand die App? Ja, bestimmt. Die Entwickler scheinen etwas windig zu sein. Vielleicht nicht zwangsweise die Entwickler... weiß ich nicht. Das ist ja relativ allgemein. Es kann ja auch jemand anderes die App benutzen, die jetzt nicht unbedingt mit den Entwicklern was zu tun hat, aber ja. Maybe. This seems like it'd be pretty difficult for a third party to pull off. That company putting that thing out is suspicious as all hell. What are they called again? Madams? Madicce. 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 Well, at least you got the mad part. Madicce. For what it's worth, I'm investigating on that front as well. Still, we're talking about a major corporation operating on a global scale. You can't just walk in and start poking around without reason. Aber es ist halt die Frage, ob das jetzt nur in Japan passiert oder auf der ganzen Welt. You haven't found anything suspicious yet? Not yet, no. At least, nothing's come up from checking the individuals involved. If our mystery observer was connected to Madicce, though, then we'd have... Entschuldigung. Wäre Grund genug für eine Ermittlung, okay. Mann. Do you think there's someone pulling the strings in this case? We don't know for sure yet. Ich The nehme es mal an. incidents are similar, but they could just as easily be unrelated. Am Ende ist es wieder die Chefin von ihm, die in Wirklichkeit die Böse ist und so. Guess we'll have to see if the other incidents have any overlap as well. That's one of the basic rules of investigation. Find what the incidents do and don't have in common, then start narrowing things down. Ist ja immer so, dass in den Spielen gibt es immer einen guten und einen bösen Cop, ne? Bei Persona 4 war es ja auch der Onkel, der Gute war und dann... For now, looking into the other incidents is our best bet at scoring a lead. This is true. We'll have to do what we can for the time being.
And if we look into the other jails and their monarchs, we might learn something new. Then, if we're all done here, I'm heading to Sapporo to see what I can find on our next target. We'll rendezvous on the 8th. I'll contact you the day of. 3 days. Should be an easy trip with a car. Ja, wie gesagt, dauert wahrscheinlich noch einen Tag oder so ungefähr, dahin zu fahren. No need to rush. The target's not even in Japan until then. Oh, right. Wasn't there a festival happening around here soon? Ja, Tanabata. Sendai's famous for its Tanabata festivals. Tanabata meine ich. Lots of good food lined up, too. Or so I hear. Yay! Yes, I did see decorations being put up here and there. Anyway, I'll see you in 3 days. Don't forget. Okay. Wir sehen uns in 3 Tagen. I guess he wants us to rest up while we can. Gramps is actually a pretty considerate guy, huh? Well, since we're here, should we put on yukata and go to the festival? Ja, Yukata da! Yukata. I can't help but think of our disastrous fireworks festival last year when we got rained on. Ach, das war trotzdem schön. That's why we're gonna do it right this time. Besides, we didn't have Futaba or Haru with us back then. Count me in. Going to a festival in a yukata sounds wonderful. Dann los. Ich kann's kaum erwarten. Ich trage auch ein. Then we got a plan. Sophia, find us a shop that sells yukata. I've got 4 hits. Allow me to direct you. Yay, ich will auch Yukata haben. Wenn kein Kimono, dann wenigstens ein Yukata. Wobei das ja relativ das gleiche ist. Dude, check out all the boots! Das sogar mit Shorts. Nice. As one might expect from Sendai's Tanabata Festival. It's quite lively here. Ganz viele Masken, wie man da sieht. Apparently, the locals call it Tanabata-san, and it's said to have originated from back in Date Masamune's time. Hey, that's the dude from the statue, huh? He is not a dude. He is Lord Date Masamune, the one-eyed dragon of Ocean. Ja, Mann, hast du nicht Nioh gespielt oder gesehen? Junge. Jeez, what are you, his retainer or something? There are so many booths, it's hard to pick what to see first. What do you think? Wobei, er war jetzt nicht so der Held in der scheinenden Rüstung, sondern der war schon ganz schön auch hinterhältig, ne? Und vielleicht ein bisschen crazy auch, ne? Okay, super. Probieren wir das Scheibenschießen. Sehen wir uns die Masken an. Ja. Ah, yes. Perhaps it's our experience with them in the Metaverse, but they always manage to catch my eye. Ich finde die auch immer sehr cool eigentlich. Telling me, I already bought one. Reminds me of when I was a kid. Speaking of which, ain't those guys here yet? It takes time for a lady to get ready. They're not unrefined apes like the rest of you. Ob wir dann wieder so eine schöne gezeichnete Sequenz dann haben? Who you calling an ape? You're the unrefined one, you furball. Look, this furball's got claws, you bonehead! Na? Sorry for the Oh. wait. Aber auch hübsch. So, welcher Kimono gefällt mir jetzt am meisten? Ich mag ja eigentlich grün, aber irgendwie ist der ein bisschen zu extrem grün. Der von Futaba. Der rote ist eigentlich ganz nice. Der weiße von Haru nicht so. Und der von Makoto wirkt dann noch so ein bisschen sehr dezent und platziert was eigentlich ganz Cooles. Auch. Lady Han, you look absolutely gorgeous. Thanks, Morgana. Sorry, tying the obi took quite some time. Oh ja, und da braucht man ja auch Hilfe meistens, glaube ich. Je nachdem, was das für ein Obi ist, aber alleine anziehen ist schwer. Ein schönes Sommeroutfit. Das Warten hat sich gelohnt. Kann ich es mir genauer ansehen? Das ist ein bisschen aufdringlich. Ich sag einfach, das Warten hat sich gelohnt. Thanks. Means a lot hearing that from you. Bitte, bitte. Absolutely picturesque. You've brought us a much-needed air of refinement. Yeah, according to someone, we're about as unrefined as it gets. Wow, Ryuji, that looks really good on you. Even better than your school uniform. You don't gotta try and make me feel better. You made a
good choice with that mask, though. Yellow's a good match for this season. I bought a water balloon myself. You gotta get one when you go to a festival. Water balloon? Oh, you mean a yo-yo? No, isn't that called a water yo-yo? Wait a sec. I thought it was yo-yo balloon. Ich weiß nicht, was die da... Also man sieht es, was Futaba da in der Hand hält, dieses runde Ding. Ich glaube, das ist einfach nur mit Wasser gefüllt. No, it's a water balloon. What do you call it? Was macht man überhaupt dann damit? Ich weiß nicht mal, was das ist. Jojo oder Wasser-Jojo. Ich sag einfach Jojo-Ball, Wasserball. Yeah, I knew it. I mean, it's only a little bit, but there's still some water inside. Looks like everyone's having a good time. We should have a little fun ourselves. Why don't we check out the food stands and get something to eat? Ich wollte gerade Masken haben. Sure. I was starting to get hungry since everything smells so good. Look, they've got all the staples. Yakisoba, yakitori, shaved ice. They've even got cognac skewers. Those are huge in Tohoku. Konjaku-Spieße. What are we waiting for? Charge! Nice Come so. on, we should get going too. I'm starving. Hell yeah! Let's start from one end and get one of everything. Feels as if we're forgetting the spirit of Tanabata. Though I have no objections. Ja, wenn es ums Essen geht, hat Yusuke sicherlich keine Einwände. I want to see more of the festival too. Show me how to catch goldfish. Goldfisch fangen. Ja, das ist auch immer so typisch japanisch bei so Festivals. Wir hatten alle ein schönes Fest. Aber es reicht nicht, um die Bindung aufzubauen. That was so good. Cognac skewers, ishinomaki yakisoba, Zunda cider. Okonomiyakis. We basically ate our way through Sendai. And it was amazing. Gotta hand it to old man Masamune. He is one cool dude. That's Lord to you. Did I do it right, Yusuke? Am I that predictable? Catching goldfish seems difficult. Is there some sort of secret to catching one? Try to stay calm, then strike without hesitation. Trick is to catch them once you've read their movements. Wow, that's impressive, Mako-chan. I see. We'll get it next time. Ja, es gibt hoffentlich noch einige nächste Male. Mit den ganzen Leuten hier. You're getting a call from Zenkichi. Hallo? Yo, you guys having fun? Ja, mein Akku ist gleich alle. Ja, bei uns ist alles prima. Das tun wir. Und du? Ja, und du? Just working. Moderately, anyway. Listen, I wanted to ask you guys a favor. I'm already investigating in Sapporo, but before you leave Sendai, I'd like you to stop by Toho University. Davon haben wir ja schon gehört. Tomorrow, there's going to be a session at the Mount Aoba campus. Eine Veranstaltung? Ein Konzert? Warum Konzert? Ja, eine Veranstaltung. The CEO of Madicce is holding a lecture there. I'm still looking into them at the moment, but the more info we have, the better. Und wir wurden ja schon für ein bisschen eingeladen, da I'd like you to hinzufahren. attend the lecture in my place. Alles klar. Und was haben wir davon? I'll treat you guys to dinner or something. The food in Hokkaido is really something special, you know? And just so we're clear, don't draw any unnecessary attention to yourselves. Just go and see if the CEO says anything strange. Okay. Weißt du sonst noch etwas? Wie heißt der CEO? Ja, wie heißt der? Und weißt du noch was? Wer? His name is Akira Konoe. And he looks like a capable CEO. I'll give him that. Konoe. Ich bin gerade überlegen, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Verdammt. Anyway, I'm gonna be counting on you kids. And again, try not to get carried away, alright? Okay. So what did he want? Ich erzähle allen von Zenkichis Bitte. Let me get this straight. This guy's running the company that made EMMA? Ja, es muss aber nichts heißen. This might be a good opportunity to learn something new. Weil er der CEO ist, muss er nicht unbedingt der Böse hinter allem sein.
Suppose we'll find out at the lecture tomorrow morning. Guess break time's over. Time to get back to work. Montag, der 7. Universität von Toho, Vorlesungssaal. As you all know, life is just an ongoing series of daily decisions. Voll der Hipster hier. What's for breakfast? What should I wear today? Every day begins with these insignificant little dilemmas. But then there comes a time to decide your field of study, your place of employment, who you're going to marry. And it's these choices that matter. Yes, people are always looking for the best choice or the correct answer. Madicce seeks to provide it for everyone through the power of AI. Dabei gibt es nicht unbedingt die beste Stelle oder ja, das beste Ergebnis. Das muss man sehr für sich selber herausfinden. Das ist nicht so allgemein, wie man vielleicht denkt. EMMA is a state-of-the-art AI designed to integrate itself into our everyday lives. By gathering and analyzing extraordinary amounts of data with perfect precision, EMMA can help everyone make the best choices. The best choice for Principal who? CEO seems pretty spot on. Wow, he's so composed. He's practically overflowing with confidence. Das ist die Frage, ob er auch weiß, was da im Hintergrund passiert oder ob er einfach nur das Gesicht ist dieser Firma. Ne? Es gibt ja auch viele Leute, die einfach nur dafür sprechen, aber nicht unbedingt so im Kern die Ahnung haben. Look how clearly he states his company's outlook and principles. He's got everyone's attention. You're right. He's not saying anything particularly suspicious, though. Hört sich an, als ob er nur Werbung macht. Well, thanks to Emma, Madicce's stocks have shot way up. You can bet they're one of Japan's biggest enterprises right now. That said, I feel like a company with this much going for it wouldn't have much to gain from changing people's hearts. Perhaps, but that doesn't change the fact that Emma is still a key factor in the jails. It is through Emma that people are allowed access. Right. Madicce is connected to all of this one way or another, be it directly or indirectly. Hey, do you think there's a real culprit behind all of this? Like, some kind of mastermind? Ja, gute Frage. Ja, ich sehe sie. Was? Bin mir nicht sicher. Was denkst du? Ich sehe sie? I think so too. Also die Möglichkeit, ja. Even if we beat the monarchs, change their hearts, and free everyone's desires, the jails don't disappear. There's gotta be something keeping them here. So you're saying the real culprit's the one doing that? I don't know. But do you remember how even the monarchs themselves didn't know much about Emma? That's right. Alice and Natsume said the same things in their testimonies. And if that's the case, then the monarchs might not be the only ones manipulating Emma. Which means it could be someone at Madicce. Or our mystery observer. Or our head honcho down there. Or perhaps someone completely different. Ja, ich glaube auch eher jemand komplett anderes. Yeah, well, we just gotta stick to what Gramps was telling us, right? All we can do is keep solving cases and collect more info. Ja. As long as the Phantom Thieves of Hearts do what they do best, we'll set this shit straight. Wow, Ryuji. That was pretty insightful. I'm surprised. He's right. And in that sense, attending this lecture is a valuable use of our time. Let's make sure we pay attention all the way to the end. Ich finde, es wäre viel interessanter zu beobachten, wer alles hier ist, um ihm zuzuhören. Und vielleicht jemand, der auffällig ihm zuhört, ne? Yo, how long was I out? So, what did the dude say? Can I smack you? Oh Mann, das ist doch verständlich. Wenn man sich mit so einem Thema nicht auskennt, dann kann das schon ganz schön schnell langweilig werden. Well, he didn't exactly say anything out of the ordinary. Then again, I wouldn't expect him to trip up that easily. Well, I'm starving, so maybe we should just head back? That guy was talking for friggin' ever. Hey guys, that stuff you said earlier, was all of that true? Bitte? Huh? Are you really the Phantom Thieves of Hearts? Wie hat die uns denn gehört? What? You're the woman from the beef tongue restaurant.
Oh, Ichinose-san, right? You heard all that? Well, the thing is, I'm really good at picking up when a cat meows. Honestly, I found that way more interesting than Konoe's lecture. Mona! Me? But you guys are the ones she overheard. The hell are we gonna do? Rennt. Spielen wir die Unschuldigen. Ja, komm, es hat doch keinen... Sagen wir die Wahrheit. Whoa, stop. It's all right. Was denn? This place will be closing up soon. Let's talk more outside. Richtig trauen kann ich sie auch nicht. Wirkt mir viel zu freundlich gerade. Wow, to think you guys are the famous Phantom Thieves. Ob das ein Zufall ist, dass sie hier ist und so, ne? Sind wir gar nicht. Wir haben nur so getan. Du hast dich verhört. Es sind jetzt 3 Aussagen. Das eine, 2 davon sind quasi so die so, ja, stimmt gar nicht so richtig, sind wir nicht, dass dich verhört. Wir haben nur so getan, ist wenigstens so, ja, wir haben das halt nachgespielt. Finde ich am schlausten noch von den Sachen. When you guys mentioned Alice and Natsume, I imagine you were referring to Alice Hiragi and Ango Natsume from the press conferences, yes? Is it safe to assume those were your doing? Oh, and what was that about Emma giving people access to jails? Oh, is that related to everyone's hearts getting changed? She heard everything. Can we ask what you're doing here, Ichinose-san? Oh, I told you at the beef tongue place, didn't I? I'm a researcher at the university. Was researchst du eigentlich? Oh, that's right. I'm also the one who designed the base for Emma. Da-dam, dam, dam. You made the base? I didn't tell you. I specialize in the research and development of artificial intelligence. He definitely didn't hear about that. Around the time I finished developing Emma, Madicce came to me with an offer to buy it. I was actually pretty tight on money at the time, so I went ahead and sold it. Is this lady for real? Oh, by the way, that's why Madicce is participating in the lecture today. Well, to be more accurate, the university asked me to reach out to them. I certainly didn't expect the CEO himself to show up, though. I only got invited because of my little connection with the company. Anyhow, yeah, that's how I ended up being there to overhear everything. So you're Emma's creator, and Madicce is simply the ones running it? Oh, well, they're definitely the ones running it, but I can't say for sure if that's all they've been doing. I just designed the base. Who knows what Madicce did once I sold it to them? So, you know all about Emma then, right? Ich traue ihr echt irgendwie überhaupt nicht. Naturally. It's like my baby, you know. And at the risk of tooting my own horn, it's a really good baby. Well, never would have expected this turn of events. Do you think she's telling the truth about designing Emma? I do think it's impressive that the CEO of Madicce came to personally give a lecture. If she's the one who made it happen, doesn't that mean she has a lot of influence? This is true. And let's not forget the university asked her to attend the lecture. Ja, ist die Frage, wie viel sie Einfluss hat. Ist auch die Frage, wie viel sie es verkauft hat. What should we do? She could probably tell us a lot about Emma. Und warum sie in Geldnöten ist, wenn sie Forscherin an der Uni war oder ist. Not to mention she knows who we are now. What do you think? Sagen wir ihr die Wahrheit. Bitten wir sie um Hilfe. Spielen wir die Dummen und hauen ab. Naja, das letzte bringt überhaupt nichts. Bitten wir sie um Hilfe. Vielleicht kann sie uns helfen, aber unbedingt trauen würde ich ihr trotzdem nicht. I guess it's too late to cover this up. Ja, genau. Then we may as well go all in and find out what we can. Nothing. It's settled then. We'll tell her everything. Das habe ich nicht gesagt. Bla 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 bla. Die Wahrheit, bla Is bla. all of that true?
Nein. Right, we know. It's kind of hard to believe, huh? Hey, what if we just show her, like we did with Zenkichi? Ja, bringen wir alle dahin. Wow! It really does exist! I mean, how else could you explain all this? So Emma functions as the entry point here, huh? No, that's... If I consider the possibilities... She believed all that? Oh, you have no idea how fascinating this is! What an incredible development! Well, at least we don't gotta go through the trouble of convincing her. Ichinose-san, do you have any idea why Emma is serving as an entry point to the jails? Oh, no, couldn't tell you. I'm surprised this other world even exists. There's no way I could have thought of a way to get in if I didn't even know it existed to begin with. Yeah, that figures. Wait, so that means that function was added later? A world where people's desires are stolen and their hearts are changed. So many questions. Oh, wait. Maybe I should be heartbroken here. My baby is being used for evil after all. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Dieses sollte ich das jetzt sein, ist ein bisschen so, Helfen wir einander. Lass uns kooperieren. Weißt du Abhilfe? Helfen wir einander. Ooh, I like the sound of that. Super Phantom Thiefy. I'd be glad to help however I can. And I can't say I don't feel kind of responsible for all of this. More than anything, though, I think I'd die of curiosity if I didn't get involved. Curiosity kills the cat. So, what do you need me to look into? Say the word and I'm on it. Erzähl uns von Emma, erzähl uns von Medailles, was geschah nach dem Verkauf. Ja, erzähl uns alles einfach. Right. Well, for starters, we'd like you to find whatever you can about Emma's current state. Maybe try and figure out how it's different from the base you created. I see. Basically, you'd like to know the secret behind this new version of Emma. And if someone's responsible, you want to know who. Oh, hey! We found some of those mystery junk parts out there, didn't we? Stimmt, ja. Maybe if she takes a look at them, we'll learn more about that world. Ooh, so you're gonna give me a bunch of neat stuff to analyze? Ah, sehr schön. Jetzt weiß ich endlich, was man damit macht. Yes, that's excellent. Just wonderful. In fact, I'll even buy them from you as research materials. Wo hat sie so viel Geld? Well, if this is going to be a deal, then we'll need to provide something as well. Wir bieten dir doch schon Forschungsmaterial. Nonsense. It's fine just the way it is. My inner researcher is just squealing with delight. So, what do you say we seal the deal? Abgemacht, auf die Zusammenarbeit. Wir verlassen uns auf dich. Das sag ich jetzt mal. Okay, looking forward to it. Und zack, Schrottsammler. Du gelangst leichter an Oh, Schrott. yo, if she specializes in AI, maybe we should ask about Sophia, yeah? Huh? Sophia. Kennt sie sich vielleicht? Hi, I'm Sophia, humanities companion. It's nice to meet you, Ichinose. This is Sophia? Oh, ich glaube, sie kennt sie bestimmt. Huh. It's nice to meet you too. Who flipped the switch on her? Oh, no, it's just that I've got so much on my mind right now. I guess even I'm a little confused. Ah, ich glaube dir nicht. Also sie kennt Sophia irgendwie. Sophia's an AI we met in the Metaverse. Is there anything you can tell us about her? No, I can't say I know anything about her. Think you could send me her code later, though? Huh? Oh, sure. No problem. Ah, ich weiß nicht. Here, I'll give you my contact information. Gefährlich. Well then, I'm excited to see how this all develops. See you around! Ja, böse Wissenschaftlerin. Well, there she goes. Would have been nice if she'd known something about Sophia. Sie weiß was. I'm okay, as long as I can stay useful to you guys. Guess that takes care of that.
Oh yeah, I totally forgot after all that's just happened, but we're heading to Sapporo next, right? Ja. Yeah, we should get going. Zenkichi's waiting for us in Hokkaido. Hell yeah! Hokkaido, here we come! Yay! Hey, Nächster Halt Hokkaido. Zeit, sich von Sendai zu verabschieden. Steht hier noch etwas auf deinem Programm? Jetzt ist die letzte Chance. Sobald alles bereit ist, sollten wir zum Wohnmobil gehen. In neue Städte fahren. Wenn du dich entscheidest, zur nächsten Stadt zu reisen, kannst du nicht mehr in die aktuelle Stadt zurückkehren. Ja, ist klar. Stelle also sicher, dass du limitierte Gegenstände kaufst und alles erledigst, was nur in dieser Stadt möglich ist. Anders als die Städte in der realen Welt kannst du frühere Gefängnisse jederzeit erneut besuchen. Allerdings kannst du Anfragen aus Gesprächen mit deinen Freunden in früheren Städten nach Verlassen der Stadt nicht mehr annehmen oder abschließen. Ja, ist klar. Was war das? Heo, dürfte ich dich kurz entführen? Ich habe vor unserem Aufbruch noch etwas vor. Ich warte beim Schreien im Aruba-Park auf dich. Ah, okay. Also, ich wollte schon sagen, bye. Dingenskirchens hier, aber scheinbar sind wir hier noch nicht ganz fertig. Wir können hier noch ein bisschen was tun. Die wartet am Schrein, deswegen sprechen wir mal mit den anderen erstmal, bevor wir mit Futaba quatschen. Shouldn't we be going? Der nächste Halt ist Hokkaido. Vergiss nicht einzukaufen und dir noch alle übrigen Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Du könntest im Gefängnis sogar ein wenig trainieren. Ein kleines Workout vor einer langen Fahrt kann Wunder wirken. Ich würde ja gerne die Sachen verkaufen, aber wahrscheinlich ist das dann auch über die Ebene da. Also wenn wir uns im Gefängnis treffen, können wir da wahrscheinlich auch den Schrott verkaufen. Jetzt bin ich hier hingelaufen. Warum? Nochmal genau? Weiß ich nicht. So. Ah, das kann man immer nur einmal kaufen. Ja, weiß ich nicht. Die Sachen kann man notgedrungen später auch in dem Shop kaufen. Ah, komm, wir machen das jetzt mal so, dass wir das tatsächlich so machen. Wir haben ja das Geld. Das ist jetzt nicht so teuer. Wir können das kaufen. Okay, gut. Wie gesagt, ich quatsche jetzt nochmal mit den anderen Leuten hier aus unserer Gruppe. Und dann werden wir uns hier verabschieden. So, und da haben wir dann nämlich auch schon Ryuji. Hey! Yo, ich werde mir vor dem Aufbruch noch eine Portion Ramen gönnen. In Sendai ist offensichtlich würziges Miso-Ramen die Spezialität. Unfassbar, dass ich zum ersten Mal davon höre. Du solltest dir auch noch eine Schüssel genehmigen, bevor du es verpasst. Na, muss nicht sein, mein Freund. Muss nicht sein. So, von Ryuji geht es jetzt gleich zu Anne hier bei der Sendai-Station. All die Plakate und Poster von Natsume sind bereits verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben. Ob das wohl bedeutet, dass er nie auch nur einen Anhänger hatte? wait. Please hold on. So ist es nicht. Ich habe online seine ganze Reihe von Unterstützern Natsumes gefunden. Eine ganze Reihe. Oh, wenn das so ist, schafft er es ja vielleicht doch noch. Ja, davon ist auszugehen. Wie gesagt, wenn man erstmal eine gewisse Prominenz hat, es gibt dann immer Leute, die irgendwie loyal oder treu bleiben oder das einfach mögen, wie es eben war, ne? What a coincidence. Sieh mal, Mugen. Eine Tanabata-Dekoration. Beautiful. Es mag nur ein einfaches Souvenir sein, doch ich finde, es hat eine gewisse Eleganz. Diese Festdekorationen dienen wohl nicht nur zur Präsentation. Man kann auch seine Wünsche aufschreiben und sie daran anhängen. Viele Wünsche drehen sich um Glück und Erfolg für die Familie und andere Nahestehende. Ich verstehe. Yes. Wir könnten das hier im Wohnmobil aufhängen. Was meinst du, Mugen? Da Wünsche und Begierden im Grunde ein und dasselbe sind, wäre das ein passendes Souvenir für unsere Reise. Yes. Tanaba. Dekoration, sehr schön. Ein kleines Souvenir. Eine kleine Erinnerung. I've been thinking. Geld macht Ruhm. Diese Dinge verzehren die wahren Begierden der Menschen. Darum sollte man stets dem eigenen Herzen treu bleiben. Endlich ist Tanabata. Da drüben kannst du einen Wunsch auf einen, Tanzaku-Zettel schreiben. Mhm.
Vielleicht können wir jetzt alle, deren Begierden gestohlen wurden, endlich eigene Wünsche äußern. Ich bin froh, dass wir es zu Tanabata nach Sendai geschafft haben. Tolle Leistung, Phantom Thives. Okay. Jetzt fehlt nur noch Haru. Und dann geht's zu Futaba. Es war so schön gestern beim Fest. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. All das Essen war köstlich. Ich habe bemerkt, wie sich alle vollgefressen haben. War das Essen besser als sonst? Es war gut, aber durch die lebhafte Stimmung waren wir alle ein wenig ausgelassen. Die grellen Lichter, die bunten Dekorationen, die wirbelnden Trommeln und all die Menschen. Mein Kopf schwirrt noch immer von all dem Gelächter. All diese Dinge verschmolzen zu einem einmaligen Erlebnis. And so, Verstanden. Spaß und besondere Erinnerungen bilden einen Zusammenhang. Ja, sowas in der Art. So, das war's. Wir gehen jetzt zum Oberpark. Und gucken, was noch Futaba für uns hat, bevor wir dann wirklich Sendai endlich verlassen. Ich bin doch schon ein bisschen gespannt, was denn dann kommt. So. Aus dem Weg. Futaba hat eine Anfrage. Da bist du ja, Mugen. Ich möchte vor dem Aufbruch noch ein Foto mit diesem Standbild knipsen. So eine tolle Gelegenheit sollten wir nicht verschwenden. Ich habe Inari schon Bescheid gesagt. Du solltest auch mitmachen. Klar, wir sollten aufbrechen. Nein, klar. Thank you. Hey, das wird eine schöne Urlaubserinnerung. Danke. Natürlich. Also bitte, wir machen das ja nicht immer. Jetzt ist die Frage, wer was macht. Okay, dann spielen wir mal eine Runde. Wer sieht Date Masamune am ähnlichsten? In der blauen Ecke haben wir Inari. That's fine. Ich habe zwar nicht folgen, aber ich gebe mein Bestes. Achso, ich kann dir zwar nicht folgen, aber ich gebe mein Bestes. Wie ist das? Wow, abgefahren. Du siehst echt so aus wie er. Gut siehst du aus, Yusuke. Fehlt nur das mit dem Auge, passt nicht ganz. So sieht es aus, als würde er eine Rüstung tragen. Interessant. Sehr künstlerisch. Schneide mal eine Grimasse. Was geht ab, Masamune? Sehr künstlerisch. Ich sag... Really? Ja? Ich kann das von hier aus nicht erkennen. Es fehlt noch etwas. Oh, that's right. Oh, aber klar. Mugen, du musst auch. Oh, ich wollte auch das tragen. Naja. That's it. Hier kommt die Prinzessin. So ein hübsches Paar. Something is amiss. Sag, Mugen, bilde ich mir das ein oder nutzen sie uns für ihre Unterhaltung aus? Mach dir deswegen keinen Kopf. Das gehört alles zu der Reise dazu. Wir sind jetzt ein Paar. Mach dir deswegen keinen Kopf. Das gehört alles zu der Reise dazu. Ich sag nochmal, das finde ich am witzigsten. Nun ja, wenn du das sagst. Right. Ja, sieht super aus. Aber vielleicht könntest du noch ein bisschen mehr in die Rolle eintauchen. So in etwa? Nein, ganz falsch. Pass auf, Inari. Du bist Fürst Date Masamune. Du bist Herrscher über die Region Tohoku. Und alle haben krass viel Respekt vor dir. Du musst das ausstrahlen. In that case. Ah, dann vielleicht so? Glaubst du ernsthaft, so gewinnst du Respekt? Gut, so? Tut mir leid, das war jetzt echt freakig. Die Fotosession war ein großer Spaß. Und hier hat sich dann mein Ton plötzlich verabschiedet. Jetzt muss ich ein bisschen was nachsprechen. Diese Kuon Ichinose scheint in der KI-Forschung eine ziemliche Koryphäe zu sein. Sie ist also eine Computerexpertin, die während einer Tirade gerne mal die Welt zum Teufel jagt. Und von einem Nerd zum anderen klingt nicht so, als wäre sie sonderlich gesellig. Maybe that means Macht nichts. Jetzt hat sie gleich eine ganze Gruppe neuer Freunde, die reichlich Erfahrung hat, zu Leuten durchzudringen. Hey, nichts gegen die guten alten sozialen Phobien. Obwohl, eigentlich liebe ich es, mit anderen Geeks zu plaudern. Sie wird den Phantom Thives sicherlich sehr nützlich sein. Bis wir in Hokkaido sind, sollten wir sie also erstmal machen lassen.
So, da bin ich wieder. Ich hatte tatsächlich einen Tonaussetzer bei mir. Da ist die Aufnahme von Outer City hat einfach aufgehört aufzunehmen. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich einen Wackelkontakt in der Leitung habe. Und deswegen geht es nicht weiter. Deswegen habe ich wahrscheinlich gerade das, was Futaba gesagt hat, nochmal neu vertont. Beziehungsweise drüber gesprochen. Aber ja, genau. Bevor wir jetzt hier uns auf den Weg raus machen. Wir haben ja die Bindungspunkte bekommen. Die möchte ich natürlich noch gerne ausgeben. Vor allem für das hier. Du gelangst leichter an Schrottteile. Schrott-Drop-Rate machen wir mal. Yes. Und wenn wir uns noch leisten können, auch Rächer, weichst du einen Gegenangriff aus. Gewährt dies einen Konter. Gewährt Skill. Perfekter Konter. Wenn du einem Angriff mit perfektem Timing ausweichst, unternimmst du einen Gegenangriff gegen diesen Feind mit einem Skill der Affinität deiner aktuellen Persona. Der Versuch ist zwar riskant, aber wenn du die Schwäche deines Gegners triffst, profitierst du gewaltig. Okay, cool, dass wir das können, weil jetzt können wir es vor allem. Das ist der Grund gewesen. Ich hätte zwar liebend gerne andere Sachen jetzt noch gemacht, aber naja, ist egal, ist nicht so schlimm. Wir kriegen ja noch mehr Bindungspunkte auf jeden Fall. So, jetzt steigen wir hier mal rein. Ne, das machen wir beim nächsten Mal, genau. Für heute war es das gewesen. Beim nächsten Mal starten wir die Reise und dann verlassen wir Sendai endgültig. Ja, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Gemma hier bei Mugmosmo sagt Cheerio und Matane.